Der Tod der 14-jährigen Aylin aus Gottenheim erschüttert die Menschen, nicht nur im Schwarzwald. Auch die Umstände ihres Todes schockieren. Kennengelernt hat Aylin ihren mutmaßlichen Mörder wahrscheinlich auf einer Gaming-Plattform. Im Chat beim Online-Spiel Fortnite soll der 29-jährige Tatverdächtige mit Aylin in Kontakt getreten sein. Mütter wie Jennifer Fischer besorgt das. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man auf jeden Fall Aufklärung betreibt. Gerade bei den jungen Menschen in den Schulen, in den Vereinen, die ja hier tatsächlich sehr aktiv sind, auch in Gottenheim, dass man einfach dieses Thema bewusst angeht, also nicht schweigt, sondern darüber spricht, auch über die Kontakte. Bei Spielen wie Fortnite gibt es eine große Gemeinschaft. Millionen Menschen weltweit spielen mit und gegeneinander. In den meisten Fällen ist das harmlos, sagt Medienpädagoge Stefan Schölzel aus Neu-Isenburg. Gefährlich wird es erst beim sogenannten Cybergrooming, wenn Erwachsene in krimineller Absicht Minderjährige im Chat ansprechen, ihr Vertrauen gewinnen und langsam Druck aufbauen. Man hat jemanden kennengelernt, man hat einen Namen, der ist vielleicht echt, vielleicht ist er nicht echt, vielleicht ist das Alter echt, vielleicht ist es nicht echt. Ich habe mit dem gespielt, ich habe mit dem über Gott und die Welt geredet. Der hat mir mal irgendwie für das Spiel, also in Fortnite werden es V-Bucks geschenkt. Ich habe so eine Abhängigkeit, der hat ja schon mal was für mich getan, das ist ja eine Vertrauensbasis, ich rede mit dem darüber. Ich habe vielleicht dem ganz peinlich was erzählt über Masturbation. Und dann plötzlich wird gefragt nach einem Bild oder sowas oder nach einem persönlichen Treffen. Und das ist ein schleichender Prozess. Doch wie bekommen Eltern mit, dass ihr Kind in Gefahr ist? Ein gutes Vertrauensverhältnis sei die beste Abwehr. Wenn ich meinem Kind Sachen verbiete, dann wird es das vielleicht trotzdem tun. Also es wird die bei jemand anders machen, aber im Geheimen. Und wird nicht mit den Problemen, die dabei auftauchen, mit mir reden, weil es davor Angst hat, bestraft zu werden. Wenn ich auf der anderen Seite dem Kind ganz klar mache, dass auch wenn du in einer Situation großen Mist gebaut hast oder etwas getan hast, was du auf keinen Fall hättest tun sollen oder tun dürfen, aber dir ist etwas passiert und dann kommst du zu mir, dass es darum geht, dass ich dir dann helfe und nicht, dass ich dich bestrafe. Wenn diese Vertrauensbasis gegeben ist, kann ich mein Kind vor den meisten Risiken effektiv schützen oder zumindest eine Eskalation vermeiden. Mit 14 Jahren ist der mutmaßliche Mörder Aylins mit einem Sexualdelikt straffällig geworden. 10 Jahre war der Tatverdächtige, der zuletzt im hessischen Wald Solms gelebt haben soll, deswegen in einer Psychiatrie untergebracht. Als er von dort entlassen wurde, stand er noch 5 Jahre. Das ist ebenfalls die Höchstfrist unter einer sogenannten Führungsaufsicht. Von daher muss man sich natürlich immer die Abläufe anschauen, vielleicht noch mal drauf schauen, hätte man therapeutisch mehr machen können. Aber insgesamt kann ich jedenfalls auf einen ersten Blick hier keinen Fehler erkennen. Und trotzdem ist Aylin jetzt tot. Sie wurde nur 14 Jahre alt.